Dieses Video enthält Werbung. Informationen zum Produkt und einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die letzten Monate hatte ich mich etwas zu wenig um meine MZ ES 150 gekümmert. Dafür rächte sie sich an mir, als ich bei einer Ausfahrt Probleme mit Nebenluft bekam. Zum Glück konnte ich die Ursache dafür relativ schnell finden. Sehen wir uns die Sache erstmal genauer an. Durch diesen gebrochenen Ansaugkrümmer hat der Motor einiges an Falschluft gezogen. Ich war wirklich froh, dass keine Folgeschäden daraus resultierten. Dass der Ansaugkrümmer so abgebrochen ist, hat mich jedoch misstrauisch gemacht. Deshalb begab ich mich auf die Fehlersuche. Wie ihr gleich sehen könnt, ist die Isolierscheibe nicht parallel. Sie ist also an den Enden dünner als in der Mitte. Dadurch habe ich den Ansaugkrümmer beim Anziehen der Schrauben unter Spannung gesetzt und er musste schlussendlich brechen. Da ich nun Vergaser und Ansaugkrümmer sowieso anpacken musste, wollte ich gern mal etwas Neues probieren. Nämlich einen Umbausatz auf Mikuni-Vergaser. Die Länge passt und ist identisch zum Original. Der Anbau an den Zylinder ist denkbar einfach. Sorgfältig sollte man mit den Dichtungen umgehen und diese gegebenenfalls etwas mit Fett einschmieren, um so eine dichte Verbindung herzustellen. Man kann den Ansaugstutzen entweder mit Schrauben am Zylinder befestigen oder mit den originalen Zugankern und 10er Muttern. Tatsächlich ist es notwendig, die Baudenzüge auf den Mikuni-Vergaser anzupassen. Den Schokzug kann man im Grunde ganz beiseite lassen, denn der Mikuni-Vergaser hat den Schokzug ja am Gehäuse. Den Gaszug tauschen wir am besten gegen den beiliegenden neuen Zug aus. Dieser hat den Vorteil, dass er auch auf den BVF-Vergaser passt, wenn man zurücktauschen möchte. Diese kleine Feder hier braucht man beim Mikuni-Vergaser nicht mehr. Bewahrt sie trotzdem auf, denn wenn ihr auf den BVF zurückgeht, könnt ihr nur mit dieser Feder ein Standgas zustande bringen. Ein bisschen ärgerlich ist es nun, dass man zum Wechsel des Gaszuges sowohl den Lenker als auch den Tank demontieren muss. Mit etwas Übung ist das aber auch wirklich schnell gemacht. Prüft bei dieser Gelegenheit, ob das Schiffchen des Gasgriffes auch wirklich auf der vollen Länge gut durchläuft. Wenn dieses Schiffchen klemmt, ist das nicht nur ein Ärgernis, sondern es kann auch ein richtiges Sicherheitsrisiko sein.
Der Zusammenbau von Schieber, Vergasernadel, Feder und Gaszug ist etwas anders als beim BVF-Vergaser. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, merkt man, dass es praktischer gelöst ist. Man kann nämlich die Vergasernadel umhängen, ohne den Gaszug auszuhängen. Mein 50 Jahre alter Ansauggummi verhält sich an dieser Stelle etwas störrisch. Jetzt wird sich zeigen, ob dieser Umbausatz Plug and Play läuft. Auf der folgenden Probefahrt habe ich die Mikuni in meiner MZ auf Herz und Nieren geprüft, in allen möglichen Fahrsituationen. Leider sieht man das in der Perspektive hier nicht so gut, aber auf diesem Berg geht es wirklich richtig steil bergauf. Dass die Maschine hier im dritten Gang noch so sauber hochzieht, zeugt wirklich von guter Laufkultur. Jetzt wird es ganz steil.
Eine meiner größten Befürchtungen mit dem Mikuni-Vergaser war, dass ich mir mit dem einstellbaren Standgas ein unerträgliches Schieberuckeln mit erkaufe. Diese Befürchtung konnte ich zum Glück nicht bestätigen. Wir sind hier komplett im Schiebebetrieb und auch wenn der Vergaser ja durch die Standgasschraube etwas offen ist, neigt er hier kaum zum Ruckeln und Schlagen. Das hält sich wirklich sehr in Grenzen. Und jetzt lasse ich die MZ mal richtig laufen. Also Gasgriff auf Anschlag und einfach stehen lassen. Auf 90 km/h bringe ich meine MZ eigentlich in fast jeder Situation. Und mit genügend Ausdauer schafft sie dann auch die 100 und etwas darüber, zumindest laut Tacho. Kommen wir zu meinem Fazit. Dieser Mikuni-Umbausatz stellt eine gute Lösung dar bei allen, die einen defekten oder verschlissenen BVF-Vergaser haben. Der Einbau stellt für einen MZ-Fahrer keine Herausforderung dar. Die Bedüsung wurde vorab für die 150er Motoren angepasst und sollte für die meisten Fahrzeuge bereits passen. Trotzdem solltet ihr euer Kerzenbild prüfen, ob das Gemisch für euren Motor passt, zu fett oder gar zu mager ist. Bitte denkt zum Schluss auch daran, dass diese bauliche Änderung in eure Fahrzeugpapiere eingetragen werden muss. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Vergaser seid, könnte dieser Mikuni was für euch sein. Ich hoffe, mein kleiner Bericht hilft euch bei dieser Entscheidung. Aber egal was ihr fahrt, habt Spaß damit und fahrt sicher. Bis bald!